ich möchte das, passt, wir machen das so und so und so. Klar sein. Kein Mimik, keine Akzente, Rhythmus. Er sagte, ich muss so, dann ich muss so spielen. Ich muss erstmal das selbst verstehen. Wenn ich ein einziges Bild finde, was total treffend ist. Wie reagiert jeder Mensch darauf? Ein bisschen blumiger, ein bisschen musikalischer zu sprechen. Ja, ich brauche nichts zu sagen, wenn ich Violine spiele. Es ist miteinander sehr verbunden, also Musik und Sprache. Es gibt Theorien, die sagen, dass wir musizieren, wie wir sprechen. Ich bin da sehr gerne sehr persönlich im Reden, mit so wenig möglich Distanz. Und das hat auch mit den Akzenten oder mit dem Rhythmus, zum Beispiel Spanisch ist sehr bekannt, weil wir diese Akzente haben. Und wir können benutzen zum Beispiel Sabana, Sabana, Sabana. Ich finde das schön, einfach als Person einfach da zu sein. Ich bin ich und du bist du. Und vielleicht kann ich das auch auf Musizieren machen. Das ist wie ein Vorurteil, dass ja, die Latinos sind gut an Rhythmus oder sowas. Und vielleicht ist es auch deswegen, weil wir immer in diese Akzenten denken oder sowas. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Orchester hat mit einem Dirigenten, dann kommuniziert man auch hauptsächlich mit dem Dirigenten. Ich denke, ich mache Orchester, ich muss Dirigent zu hören. Er sagte, ich muss so, dann ich muss so spielen. So mit DKO, das ist auch Kammermusik eigentlich. Dann spricht man Deutsch. Also oft wir spielen natürlich deutsche Stücke wie von Bach oder Brahms, Beethoven. Und natürlich, ich finde es wichtig, auch für diese Musik gut zu verstehen, einmal ja mit deutscher Sprache auch beschäftigt zu haben. Es gab eine portugiesische Cellistin und eine niederländische Bratschistin und ein Biga, ich glaube, er ist indonesisch. Also dann sprechen wir Englisch, das ist kein Problem. Ich muss erstmal das selbst verstehen, also ich muss mich erstmal mit dem Text identifizieren. Wenn ich der Sprache des Gegenübers nicht mächtig bin, dann läuft es oft über Englisch. Man irgendwie versteht besser, worum es geht. Ja, Italienisch natürlich, Französisch. Wir hatten Produktionen auf Tschechisch. Wenn ein Text eine Figur hat, dann mit der Figur. Und damit ich auch die Wörter irgendwie verinnerlichen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, wenn ich weiß, ich kann in meiner Muttersprache kommunizieren, ist das natürlich super, weil es mir sehr viele Wege eröffnet. Andererseits bin ich dann nicht gezwungen, mich zu limitieren. Wenn ich jetzt allerdings irgendwo zu Gast bin und nicht in meiner Muttersprache kommunizieren muss, bin ich gezwungen, mich auf einzelne Wörter zu beschränken. Und das kann das Ganze ja viel leichter machen. Ich werde sehr oft gefragt im szenischen Unterricht, dass ich die Arien, also was ich sage oder diesen Zustand auf Arabisch zu beschreiben. Und für mich finde ich das ein bisschen hemmend so. Ich kann nicht immer das sagen. Ich kann das viel besser auf Englisch sagen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, beim Musizieren kann man das dann eigentlich doch schnell lösen. Selbst wenn ich es nicht in ein einzelnes Wort fassen könnte, könnte ich immer noch, könnte ich es ja vorsingen. Also Sprache ist schon wichtig, aber man kann auch sehr viel mit den Gästen zeigen, wenn man eine Chor leitet zum Beispiel. Also ein Workflow ist da, finde ich, echt wichtig. Wenn ein Dirigent eine Ansage gibt, dann muss es irgendwie, ich möchte das, passt, wir machen das so und so und so und weiter. Ich kann irgendwie 20 Minuten mir ein Bein ausreißen, um eine Stelle zusammenzubekommen. Aber wenn ich ein einziges Bild finde, was total treffend ist, dann habe ich in 2 Minuten viele Dinge viel besser und viel effektiver geklärt. Meine Lehrerin hat mir einmal gesagt, ja, du musst nicht so viel reden, mach einmal nur mit deinen Händen. Und ja, Hände ist nicht eine Fremdsprache für niemand, also wir alle verstehen. Damit es Tempo gibt, die Leute sind da, um zu singen, nicht anzuhören. Und so hat es schon viel Einfluss, glaube ich.
Im Tonmeisterbereich spielt die Sprache eine wichtige Rolle. Also vor allem Kommunikation mit den Musikern. Wie erkläre ich denen, was ich will, ohne zu aufdringlich zu sein, zum Beispiel? Wenn man denjenigen kennt und weiß, wie der reagiert und weiß, der nimmt alles hin und versucht es dann besser, dann kann man dem sagen, du machst die ganze Zeit zu tief. Es gibt Sänger, die können mit Begriffen wie zu hoch, zu tief sehr viel anfangen. Es gibt Sänger, wenn du denen sagst, du bist da zu tief, dann machen die nur zu oder die versuchen es nach oben zu pressen und dann funktioniert es nicht. Wenn man mit jemandem völlig Fremdes arbeitet, dann ist es normalerweise besser, ein bisschen vager, ein bisschen blumiger, ein bisschen musikalischer zu sprechen. Dann ist eher vernünftig irgendwie über Farbe versuchen, denen das klar zu machen oder wenn man auch ein bisschen was von Gesang versteht, das über den Körper zu erklären, als wirklich dieses objektive, du bist zu tief zu benutzen. Dass man hinter einem Lautsprecher, also man redet einfach über Lautsprecher, wenn wir nicht im gleichen Raum sind, der Musiker sieht keine Mimik, was du machst. Also du kannst ja mit Mimik vielleicht ausdrücken, dass du irgendwie gut findest, die Aufnahme, die Interpretation gut findest. Wie reagiert jeder Mensch darauf? Wie sensibel sind die Menschen? Wie direkt wollen sie es hören? Oder wie sehr muss man es umschreiben? Eigentlich möchten die Musiker das Beste aus sich rausholen. Das heißt, die Musiker möchten nicht hören, das war sehr schön, das war sehr schön, ja, das war auch sehr schön, sondern die Musiker möchten meistens hören, das war gut, diese Stelle kannst du besser machen. Aber es lohnt sich, fachliches Wissen mit einzubringen und mindestens im Hinterkopf zu haben, um dann besser mit den Musikern kommunizieren zu können. Da stehen mir natürlich viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, wenn ich belesen bin, wenn ich mich mit Kunst auskenne, wenn ich andere Sprachen vielleicht kenne. Manchmal hilft ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ein italienisches Wort. Das verstehen alle sofort. Musik braucht nicht so viel Sprache, weil Musik ist Sprache. Ja. Und du hast einen guten Partner, eigentlich braucht nicht sprechen. Ja. Und ja, es ist miteinander sehr verbunden, also Musik und Sprache. Wir sprechen alle Musik, also ja. Ich brauche nichts zu sagen, wenn ich Violine spiele. Und ich finde das eine der schönsten Sachen.